the frame. So with all that being said, the teams are ready. We will begin the propellant load at T-minus 35 minutes. And we are getting excited here at SpaceX headquarters. The energy is definitely starting to pick up outside of mission control. But with that, let's hand it off to Daryl to check in back over there at Kennedy Space Center. All right, thank you, Kate. And back here on the lawn and the host desk, looking out at what one of my coworkers called a picnic vibe, with the media and NASA social folks all joined here to watch Crew-5 launch in just Crew about access 42 arm minutes. retraction complete. And there you heard confirmation that crew access arm has fully retracted from the rocket. A gorgeous shot there from our flight operations team here at the Kennedy Space Center, a helicopter encircling the pad right now to give you that view. Great job, fellas. T-minus 42 minutes and counting as we zip around Launch Complex 39A. The background, the launch tower for Dragon, and in the foreground, a Starship launch tower under construction. Up next, we're looking at the launch escape system getting ready to arm, and of course that comes right before we start loading propellant. We're expecting to hear those call-outs in just a bit. On a beautiful bluebird day at the Kennedy Space Center. Our crew, Crew-5, is in their seats at the very top of that rocket, inside the capsule Endurance, making its second flight. There they are, from left to right. Cosmonaut Anna Kikina, Josh Cassada, Nicole Mann, and Koichi Wakata. Jetzt noch was am Essen. And Daryl, they're getting into position to begin their procedure that'll have them arming that launch escape system that you mentioned. They'll be able to hear some clicking of valves and follow along on their display screen as once they've kicked off that procedure, as the vehicle kind of catches up and completes that arming sequence. And as you know, once the fueling operations begin, the crew has to be ready to potentially launch somewhere if there was some sort of a problem. And so that launch escape system needs to be in place and armed in preparation for that fueling operation to begin. Ich hoffe, 40 Minuten to go. Phase until the crew is actually safely in orbit, allowing them a safe way to escape from the Falcon 9 rocket should there be any sort of a Endlich mal wieder eine schicke Rakete. And we're expecting to see the astronauts close their visors and arm the launch escape system that you just talked about, Bob. Here in a little over a minute. Schwarz-Weiß, rote Schrift. We'll get the call out from the launch team. You'll also see them ensure that their feet are in the appropriate locked-in position, their straps are tight, because again, should that system be required, they might be going for a pretty significant dynamic ride. But of course, we don't expect that to happen today, but they'll have that system in place just in case as the appropriate safety measure. Now, Bob, that launch escape system, powered by Super Draco engines, capable of moving Dragon a half a mile in just 7.5 seconds, which is equivalent to a peak velocity of 436 miles per hour. I know you know this system well. You were very much briefed and very aware of its capabilities. You want to be able to not only get off the launch pad, but also get off the rocket while in flight. So it's got to move fast. Absolutely, Daryl. And for shuttle systems, the crew would really have to do a Ich finde, lot es sieht of ein bisschen seltsam aus, aber steer the vehicle ja. Through the appropriate escape or abort scenarios, as we talked about them in those days. But this system is highly automated, and the crew primarily follows along with its operations. Dragon, you are go for Section 7 of 4.100 to close visors and arm the launch escape system. SpaceX Dragon copies stepping into Section 7. All crew visors are closed. We are arming the launch escape system. Ich weiß nicht, wie lange die da schon sitzen, aber die müssen da jetzt noch eine halbe Stunde sitzen locker. Their visors are closed and they are ready to arm the launch escape system. Und die liegen ja quasi so
And you can see the crew members pulling their straps and Auf ensuring dem that Rücken, they are buckled in because from a crew perspective, that relaxation period that I talked about earlier is now over. Yeah, it's all business now. Want to make sure that you're in your seat, firm and tight for the operation of fueling. This is also the part of the operation that starts to Wer be a little fliegt bit denn da different than mit? training. You know, you really Gute can't Frage. capture the This is tones. empty on countdown 1. Launch escape Gute system Frage. verified armed. All right, we got the verification of the armed escape system. So from a training perspective, the sounds and things that the crew will hear during the loading operation are just different than they're able to capture from a training perspective. And so now's when it starts to, again, be a little bit different from a crew perspective. There's no simulating that system. You know, there is some acoustics that they tried to capture. Falcon 9 tanks will be venting for the start of offload. Expect Die loud fliegen dahin. that they tried to Die capture Namen with kann the, sich keiner demo ausdenken, ne? audio, if you will. But as you heard in the comm that Anna came through there, Kikina. you need to get reminded to expect loud venting during some of the operations. And these are new things from a crew perspective that Die you've Zähne been von briefed dem. on, but now you're going to hear them for the first time. 3 of the 4 crew members inside that capsule right John now have never Casada. flown space before. They are first-time flyers. The lone exception, Koichi Wakata, who is a veteran, Entschuldigung, Josh Casada. and he's getting ready to embark on Nicole his flight Mann to space. und And as we wait for the next Guichi mark, Wakata. So, You know, the crew's experience, whether it's a space shuttle or a Soyuz or the Dragon vehicle or Starliner or Artemis, as we move towards that, sie ist eine experiences are all Kosmonautin, slightly eine different. Russin. So I'm excited to hear, you know, Koichi Zwei especially, Amis. tries to balance and describe all 3 of them side by side. Und when we get back keine to Ahnung, was JAXA ist. would love to hear him talk about the comparisons. There's only a few astronauts like him, right, that have been able to Japan fly on Aerospace Exploration Yes, and Agency. as we go forward here with the Artemis mission coming forward, I'm excited to have folks compare and contrast their Orion experience, their SLS experience with Falcon 9 or our other rockets. Für die Russin hätte es auch Just a few seconds now, and we're einen waiting Ersatz for gegeben, confirmation to the beginning of loading falls propellant. sich die Beziehung zu Russland weiter verschärfen sollte. A beautiful shot there as we encircle the launch pad. Just a few more seconds until that call out. Erste Russin seit 20 Jahren. Propellant loading has started. In 30 Minuten. And so it begins. The loading of propellant aboard the Falcon 9 rocket. Bin gerade nicht im Discord, And ne? RP1. Got your propellant and your oxidizer, which blended together make quite the combustion. Millions of pounds of thrust to get Crew-5 into space. Now, there are a lot of details to that operation, Daryl, with each of the Eigentlich hatte ich das stages, halt and as you gucken mentioned, wollen the heute und oxidizer dann and habe the ich fuel gedacht, both needing to be loaded, and so the crew will follow along with that carefully as kann ich the doch loading eigentlich auch operation streamen, commences. If there was any reason for them to need to weil stop das that ist operation, NASA-Stuff. the crew would expect that propellant loading to kind of be backed out and reversed, and so they'll want to understand the state of that fueling operation going forward, just in case they had to back out of it. And we've got a social question now from @Grant B117, who asks, how long does it take to complete the fueling operations? No, it's a great question, Daryl, and they started it at 35 minutes because that's really prior to liftoff, because that's how long it takes for the loading operations to kind of get executed. The crew goes through the process, the ground team, of loading that propellant, ensuring that they get the proper commodities on board. The actual sequencing of things might be affected a little bit by the temperature on a given day, but they have that process well monitored, and they begin at 35 minutes because that's how long it takes
to get the rocket all fueled up. Thank you for answering those questions, and to you out there for asking the questions. Keep them coming. Endlich mal wieder eine schöne Rakete. Also ich fand ja die Schiffe, Raketen der Apollo-Mission sehr schön. The NASA and SpaceX teams have trained extensively for exactly that type of contingency. And so now let's go over to Kate Tice at SpaceX headquarters in Hawthorne for another operations update. Kate? Kate Tyson, die ist auch eine schicke. Practically 30 minutes away from launch of Crew-5, certainly counting down the final minutes. Everything's still looking good for Falcon 9 and Dragon. With that launch escape system now armed, we are heading for an on-time launch just 32 minutes from now. As you saw, Falcon 9 propellant load began right on time at T-minus 35 minutes. The first and second stages of Falcon 9 are each loaded with 2 liquid propellants. One is fuel, which is loaded into a tank at the bottom of each stage, and the other is an oxidizer, and that's loaded into a tank at the top of each stage. The fuel that we use to power the Merlin engines is a refined kerosene referred to as RP1 or Rocket Propellant 1. Jetzt wird erst der Tank gefüllt. And it takes up less volume, and as such, this allows for more oxidizer to be loaded into the first and second stages. Now, to ignite the fuel and oxidizer in the Merlin rocket engine, we use an ignition fluid called TTEB. When TTEB comes into contact with oxygen, it burns, giving off a green-colored flame. Once we have that flame going, we add in the kerosene fuel to the Merlin chamber, and the engine ramps up to full power. You might actually be able to see that green flash just as the second stage engine ignites following stage separation, which is expected to happen about 2 minutes and 48 seconds into flight. Right now, we're topping off helium into pressure vessels on both stages. This is used to pressurize tanks in flight as propellant is pulled out of those tanks by the Merlin turbo pumps. Now, on board the spacecraft, the astronauts are monitoring systems from their crew monitors. Cryo-helium loading has started. All right, there we just heard that the cryo-helium load has begun. Again, that is going into those pressure vessels that I mentioned earlier. Now, the crew training simulator has included playback of the sounds that were recorded in a previous Dragon capsule during recent flights. So all of the pops and the hisses that the vehicle puts out, all the crew has heard those before, though not live. So they are prepared for all the noises, the extra noises that they're now hearing. As for the range, continues to report no problems. They are go to support launch. Weather also clearly looking great. I think we're actually seeing even fewer clouds than we were about 20 minutes ago. We had a less than 10% chance or probability of violation of our weather constraints, also known as a... Also vorhin sah das noch besser aus, der Himmel. Naja. Aber die sagen, es sieht jetzt noch besser aus. Sie sieht gut aus. Wo geht's hin? Zur ISS fliegen die. This point in time, if we hear a hold for any reason, we will have to stand down and target our backup launch opportunity, which is tomorrow, just under 24 hours from today's planned launch. At this point in time, at just under T-minus 30 minutes till launch, let's turn it back over to Jesse and Sandra for an overview of what's to come until liftoff. Great. Thanks, Kate. Always great to hear that we've got good weather and it looks beautiful over there at KSC. For Crew-5, the astronauts' flight to station will take about 20 Die Jacke von der rechten ist cool, aber ich glaube, die ist ihr ein bisschen zu groß, oder? Ungefähr 3 Größen zu viel. You're looking at a live view of our teams at the Cape as they prepare for liftoff. And as we wait for the launch clock to hit 0, we want to give you an overview of what the ascent portion of the mission will look like. Now, once we hit T0 and a successful launch occurs, we will watch Falcon 9 and Dragon lift off from historic launch pad 39A and make their ascent.
About 50 seconds into flight, Falcon's 9 engines will throttle down to help pass through the period of maximum dynamic pressure on the rocket, or what we typically refer to Rocket as Man. Q. At this point in time, the vehicle will be going supersonic. And once we're through the period of maximum Supersonic. Das klingt auch geil. Ist das nicht auch ein Song? About 2.5 minutes into flight, we have a series of 3 events that will happen in rapid succession. The first is Nee, Hypersonic, oder? cutoff, and this is where all 9 Merlin 1D engines Du magst shut off Rocket in Man? preparation for stage separation, which is of course our second event. This is where the first stage detaches from the Supersonic. second stage, and the first stage will make its way back to Earth for landing, while the second stage continues on its Racing. journey with the third event, which is SES-1, or Second Stage Engine Start Number 1, and this is where the MVAC Ach, das ist engine ein lights up and propels the second stage Figur? along with Okay. our Crew-5 astronauts to orbit. As stage 2 heads towards its targeted drop-off orbit, Supersonic. stage 1 will execute 2 burns in order to make its way back down to Earth. The first is the entry burn, and that's where 3 of the 9 M1D engines will reignite and shut down. And this helps to slow the stage down in preparation for entry back into the Earth's atmosphere. Habe ich auch noch nie gehört. While the first stage is heading back to Earth, Also the Supersonic second stage will cut off ist the halt engine that was ignited right Überschall. after stage separation. Überschall. Once this happens, we will wait for confirmation of a good orbital insertion. About 90 seconds after Dragon gets into orbit, Falcon 9 will land back on Earth. The landing burn is just a single engine burn, powerful enough to bring the vehicle's speed down rapidly. 343 Meter. Achso, nee, so schnell ist Sonic. While Falcon 9's first stage is landing, Dragon is preparing to separate from the second stage. About 3 minutes after the second stage gets into orbit, we should have a great view of Dragon. Aber Supersonic auf Deutsch ist halt Überschallgeschwindigkeit. Once Dragon is a short distance away, it will begin checking out its Draco maneuvering thrusters to make sure Dragon continues to increase separation distance from the second stage. And it is worth noting that these are not the Super Draco engines that would be used during an abort scenario. About 40 seconds after separation, Dragon's nose cone deploy sequence will begin. It will take roughly 4 minutes for the nose cone hoods to unlatch and open, exposing its guidance navigation controls that will help Dragon autonomously fly to the space station. And lastly, once the nose cone is deployed, the remaining Draco thrusters on the forward bulkhead will be checked. From there, over the next... Stage 2 cryo-helium loading has started. From there, over the next 29 hours, Dragon will be in its rendezvous and approach phases, undergoing a number of phasing burns as it makes its way back to station. All that will be coming up soon, but for now, Ja, let's Supersonic. check back in with Shaniqua in Mission Control Houston. Ich frage mich gerade, wer sie hier ist, weil was macht die da? Die Jacke ist viel zu groß. Focused on the onboard systems of the space station, making sure it is ready to receive Dragon vehicle tomorrow. They're also making sure communication links between the station, Dragon, and the ground are working properly. The consensus right now is that everything is proceeding nominally. Teams here in Mission Control Houston, the teams in Hawthorne, and the astronauts aboard the space station will monitor the autonomous docking of the Dragon spacecraft tomorrow evening. They'll perform a series of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bildschirme. And inside the space station. Nee, 6. Der ist We hochkant. expect hatch opening to take place around an hour and a half after docking. And once aboard, the astronauts will be greeted by Station Commander Du hast nur auf die andere geguckt. and then the whole station crew will join in for welcoming remarks to the new crew members. Now, due to critical science, this welcoming remarks will be about 90 minutes after the crew is on board. Once on board, the crew members will no longer be referred to as Crew-5, but rather as flight engineers of the International Space Station. Here in Mission Control, Flight Director Greg Whitney is on console overseeing the team for launch, and he will be back tomorrow for docking. We'll be on air continuously through Crew-5's arrival, but live coverage of docking is expected tomorrow around 4:57 p.m. Eastern Time. That's it from now. From Mission Control Houston, I'll toss it back to the team in Florida. Daryl, how's it looking? Well, it's wonderful out here, Shaniqua. Wish you could be here. We got picnic weather out here at the press site and Launch Complex 39, where we are looking out
for the launch of Crew-5 from historic Launch Complex 39A. Launch Amerika. Where we have our special guests, the media are Ja, here. We've 24 Minuten. folks who are out on the Ich will auch so eine Of Jacke. course, me and Bob. Bob's riding shotgun here as we take our coverage to the next level at the final 23 Das sieht ja aus wie Superman, der hat sogar so eine tolle... countdown rather. We are just seconds away from the 5th astronaut rotation mission to the International Space Station under NASA's Commercial Crew Program. Commander Nicole Mann, pilot Josh Cassada, and mission specialist... Falls irgendwas schief geht, zieht er sich die Jacke aus und nimmt die Brille ab und fliegt hinterher und rettet das alles. Clever. The rocket is fueling, the operation is doing well, and the launch escape system is armed. Of course, that Ja, means Dragon vielleicht bräuchte ich sogar so eine Brille. away from the Falcon 9 rocket in case of an emergency on the pad or after liftoff. So far, operations looking and sounding as expected, and we are counting down to our liftoff at just after noon, 12 p.m. and 57 seconds after the hour Eastern time. There was a 1-second adjustment. That's pretty typical as happens when we get to this stage of the mission. The mission is the continuation of rotational crew flights to the International Space Station from U.S. soil on private rockets and spacecraft. Das sieht aus, als würde da ein Roboter hinfliegen. The success of the NASA SpaceX Demo 2 test flight now 2 years ago, and of course the safe delivery and return of crews 1, 2, 3, and eventually here in about a week, Crew 4. Of course, we're happy to have the pilot from Demo 2, and that's Bob Binken. Appreciate you being here, giving us some great thoughts and explanations about everything that's been happening. Well, thank you, Daryl. I'm super excited to be here for Crew 5 and get a chance to relive my experience during the Demo 2 mission. And it's been a great one so far. We've watched the crew get into the capsule. We've watched, they worked through a couple of issues early on, but those have been cleared. A suit leak check and a hatch leak check that had to be double checked. Now we're rolling along and moving towards liftoff. A couple things that are coming up as we count down. Also hier sind 2 Männer und 2 Frauen. Ihn kann man ja noch erkennen, aber dann wird schwer. Ist das eine Frau? Ist das Anna Katharina? Oder wie hieß die? Anna Kikina. Ja, es könnte so sein. Ne? Das könnte sie sein. Dann ist das hier Josh und Nicole zwischen ihm und... Stage 2, RP1 load is complete. And there you heard it. Let's talk a little bit about the crew. If you're just joining us, we have a 4-person crew that we call Crew 5, and it's commanded by Nicole Mann. She holds a Master of Science in Mechanical Engineering and is a colonel in the Marine Corps. She was an FA-18 Hornet and Super Hornet hier werden sie vorgestellt. and deployed twice aboard aircraft carriers in support of combat operations in Iraq and Afghanistan. Testpilot Nicole was selected by NASA in June of 10. 2013, and in the years that followed, led the astronaut corps in the development of hardware for our Artemis program. Today, the Crew 5 commander will be flying into space for the first time, and once she reaches space, she will be the first Native American woman to stay on station. A historic first for NASA and for her. Absolutely, Daryl. The astronaut corps is widely diverse, and I'm just proud to see Nicole join that crew on board the International Space Station. Die erste amerikanische Ureinwohnerin auf der ISS. He later became an instructor at the U.S. Naval Test Pilot School, which is a path to NASA for military officers. Cassada is one of more than 100 graduates who have become astronauts, going all the way back to the Mercury program. More recently, he served as capsule communicator and mission control, but today he is the pilot aboard Dragon. It's a seat I know well, and I look forward to seeing Josh support Nicole and the rest of the crew on their way towards the International Space Station.
The mission specialist now, Koichi Wakata, Oh. he's the veteran, a Japanese astronaut who has a doctorate in aerospace engineering. In 1996, he became the first Japanese mission specialist aboard the Space Shuttle Endeavour for STS-72. Altogether, Koichi flew 4 Space Shuttle missions, a Roscosmos Soyuz, and was on a long-duration stay aboard the International Space Station. During his 2 decades, Was machen die mit dem Vogel? Schießen die den ab? 11 months in space. Bob, you spent a fair amount of time in space yourself. It's great to have a veteran aboard. It absolutely is, and in addition to being a veteran, Koichi just has a wonderful personality Space that Bob. I know is just it's key to kind of success on board the space station. Our second mission specialist is Roscosmos cosmonaut Anna Kikina. She graduated from the Novosibirsk State Academy of Water Transport in 2006. In 2012, Anna officially became a candidate for the position of test cosmonaut. Crew-5 will be Anna's first flight into space, along with 2 of her other fellow astronauts. Now, each of these 4 crew members will be part of Expedition 68 once they arrive at the International Space Station. And there you see them there inside Crew Dragon Endurance, the second flight for this Dragon. Sie war mal Schwimmlehrerin. You want to step outside and enjoy the launch? You got a small radio. You can pick us up on VHF radio frequency 146.940 on the megahertz scale. And on UHF radio frequency Nee, das wird sie nicht machen, Katze. 925 megahertz FM mode. You can hear that all within Brevard Ich County. habe Viertelstunde noch. Das überlege ich gerade. And you can see the Stage 2 LOX load has started. just got the call out that the Stage 2 LOX load has started, putting that liquid propellant into the second stage. Let's check back in with Kate Tice and get an update from Hawthorne. Thanks, Daryl. We are T-minus 16 minutes away from launch, and everything continues to look great for Falcon 9 and Dragon. Falcon 9 began prop load at T-minus 35 minutes. The loading of RP-1 fuel on the second stage is complete. That finished at T-minus 20 minutes. Fuel loading continues on the first stage. It is almost complete. That should be wrapping up here momentarily. Densified liquid oxygen loading is underway on both the first and second stages. Those look to be about 80% on the first stage and has only just recently begun on the second stage. So not much there yet. That will wrap up at T-minus 3 minutes and T-minus 2 minutes respectively. Now, as for checkouts of thrust vector controllers, what we call TVC wiggles, those are coming up. We basically check to make sure that the thrust vector controllers are able to actuate the engines themselves. That's what helps create gimbal for those engines, and gimbaling is actually how Falcon 9 steers itself. So those are coming up along with throttle valve checkouts on the engines. The Dragon mission director and team are currently reporting no issues, so really good on that front. Communication checkouts are complete. The crew access arm is retracted, as we can see there, and the crew is strapped in and ready to go, as you can see there on the right-hand side of your screen. Everybody continuing to monitor prop load there on their crew monitors. Now, final instructions to the crew come at T-minus 10 minutes. At that point, their crew displays will be configured for launch. This setup gives the crew insight into how the launch is proceeding and provides constant updates on vehicle health. At T-minus 5 minutes, we'll hear the call-out that will be in terminal count, and at that point, Dragon will transition to internal power. We'll hear continued call-outs on the countdown nets as we get closer to liftoff. As for range, they continue to be go, continuing to monitor the launch corridor, and everything remains green. As for weather, we're looking at 7-mile-per-hour winds at the launch site, and as I said before, as the countdown continues, we are seeing fewer and fewer clouds. Just an absolutely stunning day there at Kennedy Space Center. Let's check back in with Daryl to see the last couple minutes prior to liftoff.
Thanks, Kate. And it really couldn't be more perfect out here weather-wise for a launch. How about that, Bob? It just looks absolutely stunning to look out and see the vehicle ready to go, the crew on board, strapped in. I'm just super excited for them. And there's a view of the countdown clock and the historic American flag that has been standing there since the Space Shuttle program. Now you're looking at a pic of Crew-5. Crew-5 flying aboard the Dragon capsule Endurance, and the booster that you see behind them that they're posing with is a brand new one. Actually was damaged in transit from California to Texas, but it was fixed, repaired. Crew did a great job, the SpaceX team, in getting it all ready. And at the time that Falcon 9 launches Dragon to space, the International Space Station will be 260 statute miles over Australia. Crew-5 will then spend the next 21 hours with Mission Control Team that you see there in Houston, standing by, getting ready for the beginning of this mission. They'll spend 29 hours chasing down the International Space Station for a rendezvous at 4:57 p.m. Eastern Time tomorrow evening. One of the longer transits, Bob. It's true. It's a little bit longer than usual, or average, I would say, as we work towards Crew-5. But as the launch dates shift around, that changes the time that you can actually arrive on Space Station. They've got plenty of consumables, so it should be fun to have some time in space. And when they arrive tomorrow evening, we'll have live coverage on NASA TV of docking, as well as the Crew-5 welcome ceremony at 8:15 p.m. Eastern Time, 7:15 p.m. Central. And some final thoughts, Bob, as we get ready to watch Crew-5 launch into space. You know, my opportunity to sit here and watch Crew-5 go has just been inspiring again to see another vehicle head towards the International Space Station. Again, I'm excited for them and just hopeful that Nicole, Josh, Koichi, and Anna have just a wonderful mission. I know that they've got a wonderful launch in front of them. Absolutely, and that's what we're rooting for here. And so with T-minus 11 minutes and counting, we're going to spin our chairs around and watch the launch. But we're going to let Kate and the team focus on the pad as we proceed through the final stretch of the countdown. We'll turn it over to Kate Tice at SpaceX headquarters in California to take us through. Take it away, Kate. Thanks, Daryl. As you can probably tell by the background noise, the crowd is definitely growing here at SpaceX headquarters in Hawthorne, California. Certainly one of our company traditions is to watch the launch itself from behind Mission Control, which you see there on your screen. You can see this is Mission Control Hawthorne, or as you sometimes hear referred to as MCCX. And then, of course, a crowd of employees watching from behind. I personally also stand there if I'm not doing the webcast, so I can confirm it's a great spot to watch launch. Like I said, as you can see, the energy is certainly starting to grow now that we're about to hit T-minus 10 minutes. Beautiful view there of Falcon 9 and Dragon on the pad, ready to take Crew-5 to space. We did discuss Dragon, SpaceX, confirm crew displays are configured for launch. Welcome. We would like to give a huge thanks to the NASA and SpaceX team, the thousands of people for their development, preparation, and training in getting Endurance and Crew-5 to the launch pad today, and your continued support in helping to make this a successful mission. We look forward to joining the rest of our Expedition 68 crew members aboard the International Space Station. And a special thanks on behalf of all the crew to our family and friends. It is your love and support that help make dreams come true. Now let's do this. Crew-5 displays are configured for launch. 9 Minuten. Copy, and Nicole, Josh, Koichi, and Anna, on behalf of the entire team at SpaceX, good luck, Godspeed, and enjoy the ride. And those words from Nicole Mann, the first female commander of a Dragon, as she thanked the many folks that have helped get them to this point. We're now less than 9 minutes away from launch today. Upon liftoff, you'll hear a number and letter combinations which mark different abort zones throughout the flight, as well as some performance calls. The first two are 1A and 1B, and those signify the first stage and will last up to the very north
tip of North Carolina. The next are 2A through 2E, and those will come into play once the second stage kicks in, lasting from the top of North Carolina all the way to the tip of Newfoundland in the northern Atlantic. You'll also hear a spot that is to be avoided, and you might hear Shannon or forward to Shannon, and that actually refers to Shannon, Ireland, meaning they would target off the east coast of Ireland if they were later in that second stage and did need to abort for some reason. So the next major milestone that we're looking towards will come just seconds from now, and that will be when engine chill begins on the first stage of the engine. That's right. So engine chill is basically when we take a little bit of that super chilled, densified liquid oxygen and we flow it through the turbo pumps of the Merlin M1D engines on the first stage. This helps to prepare the turbo pumps and avoid any thermal shock to the hardware when they see the full flow of liquid oxygen during ignition. We're also expecting the conclusion of prop load for the RP1 on first stage to wrap up at T-6 minutes. LOX load continues to be underway on both first and second stages, again wrapping those at T-3 minutes and 2 minutes. And after that, we'll hear a number of call-outs related to Dragon's flight computer. Some will be Stage 1 engine chill has started. And you did just hear that call out that stage 1 engine chill has begun. Coming up in just about 45 seconds, we should expect to hear that RP1 load is complete. RP1 load is that densified kerosene or rocket fuel that will help propel the crew into orbit. All of that RP1 is loaded into the first stage, and we are standing by to hear that it was loaded into the second stage as well. Again, we expect that to wrap at T-6 minutes. The venting that you see on screen is totally normal. That is just some Stage 1 RP1 load is complete. Great news there that RP1 load is now finished. As I was saying, the venting that you see on the vehicle is totally normal. That's just some of the Früher haben wir viel Missionen geguckt. Just vaporizing as it comes into contact with vents from the vehicle. And coming up, we'll also hear the call for Dragon to configure for terminal count. And then it will be Also hier in Active Worlds muss mal wieder so ein NASA-Center bauen. Helps add some additional rigidity and structural support as we get ready for strong back retract. That strong back will retract a couple of degrees at first, and then we will see it swing open completely just shortly, or at the moment of liftoff. Tanks will be pressurizing for strong back retract. Right, there's that indication that we are preparing for that strong back retraction. Ich hatte letztens noch Bilder gesehen. Dragon is in configured for terminal count. All right, there we heard that call. Dragon onboard computers have now taken control of the vehicle. As I mentioned before, first stage LOX or liquid oxygen loading is underway and will wrap up at T-3 minutes. And the second stage will wrap its LOX load at T-2 minutes. Launch teams continue to report no issues and everything remains green and for an on-time launch. Retract has started. And here in just a couple seconds, you might be able to see the strong back arm as it does begin to retract. As Kate said, it will recline 2 degrees. We can just barely make out the clamp arms are now beginning to move. All right, now that those clamp arms are removed, as Sandra said, this will retract by 2 degrees, and then at liftoff, the strong back will retract another to 45 degrees, allowing Falcon 9 to clear. Strong back is part of the transporter erector,
and the transporter erector is what provides the liquids, the gases, and the electrical connections to the vehicle. It's also what we use to integrate the vehicle in its horizontal position, and we can see that 2-degree retraction just now complete. And the next call out that we should hear in about 20 seconds is that the first stage LOX load is complete. Stage 1 LOX load is complete. And there we go. All of the 3 oxidizer Minuten. loaded on stage 1. Soon we'll hear that stage 2 LOX load is complete, and that will be the last propellant call out we'll hear today. Now less than 3 minutes until launch. Dragon is in terminal count and is on internal power. All right, there we heard the good news that Dragon is now on internal power. Again, the white clouds that you see there at the base of the Dragon trunk, totally normal. That's just the vapor from the liquid oxygen. Again, second stage now wrapping up its LOX load. Excuse me, first stage wrapping up its LOX load just a few minutes ago, and now moving toward wrap up of second stage LOX load, which will complete at T-minus 2 minutes. Coming up on 2 minutes until liftoff, standing by for word that stage 2 LOX load has been completed. Eine Zigarette reicht das nicht mehr. Dragon is in auto idle. Stage 2 LOX load is complete. There we heard the call out. Falcon 9 is now completely fueled. All of its propellants, so Closeouts are starting. Expect loud ending. all of its propellants, and we can see that leftover liquid oxygen now being vented or released, now flowing further away from the vehicle. So nearly 1 million pounds of liquid oxygen in RP1 now on board Falcon 9. It is fully loaded and ready for launch. And coming up at T-minus 1 minute, we'll hear that Dragon is in countdown. Its flight computer will switch to countdown mode, and we'll hear that the flight termination system on Falcon 9 is armed. FPS is armed. Falcon 9 is in startup. Eine and is now Minute. controlling. And there you heard it, Dragon is in countdown. Dragon's flight computer in countdown. The flight termination system now armed. Ja, so. We should get the final go for launch from SpaceX launch director Mark Dragon, Surtees. SpaceX. Godspeed. Go for launch. Godspeed. SpaceX Dragon, go for launch. SpaceX T-minus reports 30 go. Crew 30 reports Sekunden. go. 30 seconds until liftoff. T-minus 15. Stellt euch mal vor, die fällt einfach um. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Engines full power. And liftoff. Hey. Stage 1 propulsion is nominal. Vehicle is pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. We're now at T plus 35 seconds into the fifth Hier sieht man die Höhe, Geschwindigkeit und andersrum. Coming up in just a few seconds, we'll hear the call out for stage 1 throttle down. Stage 1 throttle down. Falcon 9 engines throttling down to help pass through the period of maximum dynamic pressure. Hier, jetzt Period Supersonic. is known as max Q, and once the vehicle, there we just heard that the vehicle is now traveling faster than the speed of sound. Once through max Q, we'll throttle those Merlin engines back up. What? So. Max Q. Stage 1 throttle up. Stage 1 Stage 1 Bravo.
Copy, 1 Bravo. That call out for 1 Bravo means we're in the second and final abort mode for the first stage, continuing to get good Zweifache performance. The crew Schallgeschwindigkeit. is already pulling over 2 Gs. 22 Kilometer. And next up is going to be a couple of events in rapid succession. First will be engine chill on the second stage and back engine. And there you heard that call out. And then we'll have MECO, or main engine cutoff, where the 9 engines igniting will cut off in preparation for second stage separation. Then we'll see the single Merlin vacuum engine on the second stage ignite and continue to carry 4000 Stundenkilometer schnell. Da müsst ihr euch vorstellen, vierfacher, also die wiegen jetzt 4-mal mehr, 5-mal mehr, 60 Kilometer entfernt. 6000 Kilometer schnell pro Stunde. Standing by for MECO. 7000. And MECO. Stage 2 Alpha. And stage separation confirmed. Copy, 2 Alpha. Da fliegt ein Stück von der Rakete weg. Second stage is lit and continuing to carry the Crew-5 astronauts into orbit. 3 Minuten seit dem Start und die sind schon weg von der Erde. Das ist der Hammer. Second stage still being illuminated by that single Merlin vacuum engine, and that's on the right-hand side of your screen. First stage on the left-hand side of your screen, making its way back to Earth. We will be attempting to land it on our drone ship, which today we are using just read the instructions. Acquisition signal, Brigida. Sie sagte gerade, also das hier ist der Teil, der gerade abgesprengt wurde oder abgetrennt wurde. Der fliegt jetzt wieder zurück und das hier ist die Rakete, die immer noch fliegt. 4 Minuten seit Start. Sort of see the Space Coast there in the background of the first stage on the left-hand side of your screen. It also looks like you can actually see the thrust plume created by the first stage as it's now rotating just out of screen. Wie schnell die fliegen, fast 9000 Stundenkilometer gleich. Really doing the heavy lifting now, getting the crew into orbit. Everything continues to look nominal on both first and second stages. As I mentioned before, the first stage will be making a landing on one of our drone ships, which is currently parked a couple hundred miles off the coast of Florida in the Atlantic Ocean. So we can see now that... Das habe ich auch noch nie gesehen, wie dann das Teil hier quasi wieder landet. Hallo, moin, zur ISS. 10.000 Stundenkilometer schnell. Peaking just before we get to second stage cutoff here in just a few minutes from now. First stage will be performing 2 separate burns, a re-entry burn where we reignite 3 of the Merlin the Merlin M1D engines on the first stage. We ignite the center engine into radial engines to help slow it down as it re-enters the Earth's atmosphere. And then the second final burn, and that will be the landing burn on our drone ship. And the single MVAC engine that you see... Trajectory nominal. The single MVAC engine that you see on the right of your screen is continuing to fire. We did hear another call out that trajectory is nominal. Crew heading in the direction that they are supposed to be. This single engine can produce over 220,000 pounds of thrust in the vacuum of space. Now over 200 kilometers in altitude.
Weil ich meine, das sind Millionen an Kosten, die da gespart werden. As the first stage continues to make its way back to Earth, and the second stage continues its burn. Just a couple minutes left in that burn. For those of you just joining us, just over 6.5 minutes ago, Ich weiß auch nicht, 14.000. astronauts launched from Kennedy Space Center in Florida, and they are now making their way into orbit on the second stage inside Crew Dragon, which we're hearing that the trajectory on that is nominal. Dragon copy. They are safe inside Dragon Endurance, whereas the first stage on the left-hand side of your screen is making its way back to Earth. We are coming up to the re-entry burn, which, as I said before, we ignite 3 of the 9 Merlin engines to help slow the booster down as it re-enters the dense part of the Earth's atmosphere. As the entry burn completes, we'll be in the final... Stage 1, entry burn startup. So there we heard the call out. You can there see it on your screen that that entry burn has been initiated. And as that entry burn completes, we'll be in the final different abort phases here shortly, which essentially correspond to areas along the very northeastern seaboard of the U.S. Stage 1, entry burn shut down. Great news, that entry burn was shut down, and then those last all the way across the Atlantic off the coast of Scotland for those abort zones. Stage 2 is in terminal guidance. Everything continues to look nominal for both the first and second stages. Terminal guidance. And the crew with the second stage still attached is now traveling over 13,000 miles per hour. 24. So krass, ey. 25.000 Stundenkilometer. That call out for Shannon, Ireland, indicative of our final abort zone. After this, we'll see second stage shut off, and we'll be listening for confirmation of a good orbit, which tells us the crew and Dragon are exactly where they need to be. Danke, Arrow. Hammer. And there we had confirmation that the MVAC has shut down simultaneously. The entry... Dragon SpaceX nominal orbit insertion. And you heard that call for a good insertion. We will coast for a few minutes. There we can see the drone ship coming into view as Falcon 9 attempts. Stage 1 landing leg deploy. You can see those landing legs have now deployed. And as you can see on your screen, Krass. and you can hear by the clapping and cheering behind me, Falcon 9 has landed on our drone ship just through the instructions. Einfach mal wieder gelandet. Ist der Hammer. And again, that second stage separation will be coming up just a couple of minutes now. We do coast for a few minutes after second engine cutoff to allow any rates or motion to dampen out and settle. And looks like we're going to get a view of the second stage as it separates here shortly. We did hear that the crew has been successfully inserted into a good orbit. Again, the crew is still attached to the second stage. So, die ISS selber ist gerade auf der Nachtseite, die sehen wir nicht. And that's when when the second stage will separate from the Dragon trunk. The Dragon trunk is the part of hardware where we are able to house the cargo that is able to be exposed to the vacuum of space, as well as the solar panels which help power Dragon while it is on orbit.
Again, that stage separation is now coming up in about 30 seconds. After stage separation, we will have nose cone deployment. Now that Dragon is in the vacuum of space, we will be able to open the nose cone and expose that forward hatch, which is what is utilized to dock autonomously with the International Space Station. And that nose cone does stay closed for the flight uphill to help protect all of the guidance, navigation, and control sensors. We are standing by for second stage separation. Früher hatten die so Webcams aus dem Space Center. Die scheint es irgendwie nicht mehr zu geben. Okay, zweite Stufe getrennt. Sehr ruhig. Also ich würde sagen, wenn die das alles Türken, darf man das sagen, dann wäre das ziemlich schlecht gemacht, wenn das CGI wäre. Soccer team, it was a smooth ride, and I see all the three happy faces here back in 0G, and I appreciate all the help to give us a smooth ride and training, and thank you so much. ジャックさんの支援隊の皆さん、非常にスムーズな打ち上げでした。打ち上げご支援していただいた皆さん、応援に駆けつけてくださった皆さん、ありがとうございました。この調子でチームワークを持って頑張ります。Thank you for the support. Anya. Thank you, Falcon 9 and fellow agencies, to Roscosmos, NASA, and JAXA, and SpaceX exactly for giving us that opportunity. We so glad to do it together. And thank you for everybody, for all people who with us. Спасибо большое всем агентствам Роскосмос, НАСА, JAXA и, естественно, SpaceX за предоставленную нам возможность. Мы рады всем экипажам делать то, что мы сейчас делаем. Das ist Anna. Большое спасибо всем людям, кто сейчас с нами. Ich habe kein Wort verstanden. 4:57 nachmittags EDT, das ist Eastern Daytime. Wonderful Mean Girls reference there by launch director Mark Soltis, and then we just heard from. Harrow, Mann, hätte ich gewusst, dass du dich da auskennst. Da hätte ich dich doch als Co-Moderator eingeladen. And Kate, it did look like we were getting our first views of that microgravity indicator. I did see that as well. Die machen das mit den Handschuhen und Touchscreens. We saw some cheers, some high fives. Looks like they're feeling great. Ich sehe da keinen High Five, aber okay. Hopefully we can see that 0G indicator float back into view and hopefully get a better shot of it. I couldn't quite tell what it was, although it kind of looked like it may have been an Einstein doll. But that's just kind of what it looked like from the backside. I think you're right, Kate. It looked like a baby Einstein to me. All die Sterne, die man da sehen kann. We're looking ahead towards is the nose cone opening. If you've just joined us, we had a successful liftoff exactly 16 minutes ago of the Crew-5 mission. They had an on-time liftoff from Kennedy Space Center at noon Eastern Time.
They had a smooth ride up to orbit. The first stage landed successfully on our drone ship. Just read the instructions, and everything has been looking good so far. We are hoping to get another view on board Dragon once we're able to get that camera back. But so far, everything leading up to this point in time, we got a shot there of the MVAC engine, which is no longer firing. It is coasting with that attached to the second stage, which has been separated from Dragon. So everything was super smooth this morning, starting all the way back. I think we got here around T-minus 4 hours, and super smooth countdown. Beautiful day from Kennedy Space Center. It looked like a gorgeous view from where Daryl and Bob were sitting. But yeah, we are standing by for the nose cone opening. Now that the Dragon spacecraft is in space, we are able to open up that nose cone and expose the forward hatch, which is what is utilized to autonomously dock with the International Space Station, but of course to protect that hardware as well as protect the guidance and navigation control hardware. We keep that nose cone closed during launch preparations and during the ascent portion. So as you can saw there momentarily, Dragon is in space, and the Crew-5 astronauts, all 4 of them, are floating, or they will be able to float soon. We're hoping to get another view of that zero-G indicator once we're able to bring onboard cabin views back to you of the Crew-5 crew. We always like to see what the zero-G gravity indicator is. As you saw earlier in the webcast, Bob actually brought baby! He and Doug used on the demo mission. A lovely sequin dinosaur. Katze. I also have one at my desk. Not the Bob obviously has the one that went to space. Mine is a replica. But we love seeing these zero-G indicators. It's a really nice way to connect those of us on ground with the folks up in space. So as I said before, we are anticipating nose cone deployment shortly. Für ein Abo für Xerum. There we can see 525. the hooks have been released, and we see that nose cone moving with a pretty up-close shot. Was ist das jetzt? We're continuing to see that nose cone open, and Acquisition of signal line. as we've mentioned, this does uncover a number of critical systems for the flight up to the space station that will be required for docking. There are 6 hooks that hold the nose cone in place during the launch and ascent portions. Those have begun to retract, and the nose cone is beginning to swing open. The nose cone is about 2/3 of the way open. Aber was da alles rumfliegt. Fully open here shortly. Rocketman-Tag. Shortly after nose cone deployment, the crew will be able to get their visors open, and they'll be given the okay to Hätte ich get out of their das, suits, and that will wäre ich allow them clever to settle gewesen, for hätte ich meinen their Helm ride to the angezogen. International Space Station. It is about a 29-hour journey for the crew from launch to docking to the space station, but as you said, 30 Stunden noch, also 29 Stunden noch unterwegs. Being in the microgravity environment of space. Again, we have 3 first-time flyers and 1 veteran on today's flight, but I'm sure it was an exciting moment. No matter how many times you've been to space, I can't imagine that it ever gets old. I would probably agree with that. I would also imagine that the 3 first-time spacegoers will have a brief period of acclimation to gravity. I know I certainly would, and I also recognize that my period probably wouldn't be very brief in order to get acclimated to that lack of gravity. Wie krass das sein muss, ne? Nach diesem Druck durch die Fliehkraft hier, dann gar nicht auf die 1G, auf die normale Schwere zurückzukommen, sondern plötzlich völlig schwerelos zu sein. Das sind alles Satelliten, die da vorbeifliegen.
Dragon, we see a nominal nose cone opening, TCS, and forward bulkhead Draco checkouts. Dragon copies. Next burn is the upcoming phase burn per your displays. Handschuh. Phase burn in 28 minutes. Good readback. Die Handschuhe sehen ja geil aus. Wie so eine Rüstung. So you heard it there. The nose cone has fully been opened successfully. We had some good checkouts on the Draco thrusters, on the service section Draco thrusters rather, and we also had nominal forward bulkhead checkouts. Das ist eine Frau. That's right. Frau, And Mann, the Frau, astronauts should be Mann. getting the okay to doff or remove their suits in about 6 or 7 Sie minutes. heißt Mann. I would Also imagine that, Nicole as Sandra Mann. mentioned before, we do have 3 space newbies on board today. I would Starman, imagine that they den would be very Film, excited to get wo out of their der seats. They've been in these runterkommt. seats for a while. The crew ingressed Also ein hours ago, Alien. and Und I ich would glaube, das imagine war that the Jeff 3 Bridges. folks Ne? and even the veteran, everybody would be excited to get out and be able to float Fahr around weiter, a little moin. bit for the first time on this Ja, ne? Crew-5 Geile Handschuhe. Starman, Jeff Bridges. Und der geht dann in den Körper von einem Toten rein und trifft dann die Frau von dem und sie denkt, der ist halt ihr Mann. Meinst du den? Das Auto, ja, wie bei Heavy Metal. Erste Sequenz in Heavy Metal. Und wo ist der? Richtung Venus unterwegs? Also Richtung Sonne? Camera configured for a little while longer, but at this time you are go for 4.012 and 4.300. As a reminder, please stow the suits with the visors closed. I'll copy. Okay, Dragon copies. We are go for 4.012 and 4.300. We're going to keep the cameras configured, and when we stow the suits, we'll do it with the visors closed. Good readback. At this time, you're also go to tell the world a little bit about that stowaway we saw shortly after second engine cutoff. So we're standing by from a few words, standing by for a few words from the crew about that zero-G indicator. And there it is. Was haben die denn da für ein... Dass sie das dürfen, oder? Hier, das meinte Xerum. Müssen wir mal gucken, ob es da nicht ein Video von gibt. Repeating my last on there, I was going to have you all talk a little bit about your zero-G indicator, but we can hold that off for the next ground station pass here for Dubai. At this time, what I'll do is I'll take the cameras external for suit doffing, and then you let me know when they're allowed to come back on board. Okay, Dragon copies. So we'll let you know when you come back on with the cameras, and we're excited to talk about our stowaway here. Okay, Dragon copies and working. And it does sound like we are in a brief expected loss of signal with the crew. This does happen from time to time when we're in between our satellites, but we will have views and communication back with them here shortly, and we're looking forward to Diego, hearing moin. their words on their stowaway and what that special meaning is for the crew. So Benutze ich ein extra Programm für... on orbit, Moment. let's head over to our counterparts at Kennedy Space Center in Florida. Benutze ich ein extra Programm? Nee.
einfach nur das LG Hub. It was amazing. First of all, we got an idyllic day right here on the Space Coast. I mean, the temperatures are like, mid-70s. There's a cool breeze. Und einiges an LG Hub, das ist die Software von Logitech. No, this was just outstanding. It was picturesque, with the blue sky, the blue background, a beautiful day here in Florida. The only thing I wish was that I was there with them, because that is the one place that is better to watch a launch from than right here at the Kennedy Space Center is on board the rocket ship. I got to believe that. And though we weren't on board, we did get to watch the views as we were going up and saw them land the booster, which, by the way, that booster also going to be SpaceX's and NASA's Crew-5 Und hierüber kann ich also Logitech-Produkte, meine Cam, Headset und Maus steuern. Und hier gibt es sehr viele Mikrofoneinstellungen, also Voreinstellungen. Und das Headset hat eine Soundkarte dabei, diese Blue Voice-Geschichte. Yeah, baby! Well, it's always exciting to see launch to the International Space Das, Station. We've seen many, but especially das ist free to download, ja. Crew headed to the Katze, International Dankeschön. Space Station was Du Irre. very exciting, and of course, you nailed it. Beautiful day. LG I'm Hub. really glad we got this one off today. Und dann, da muss man dann halt ein bisschen mit rumspielen. You're the director of the International Space Station, so I want to ask you, I heard there's a book coming out that's, there have been books before about the International Space Station, but a new one's coming out. Tell me a little bit about that. Yeah, it's called Our Benefits to Und Humanity. wie du hier sehen kannst, ich habe hier ganz verschiedene Sachen durchprobiert. Und mittlerweile habe ich hier Tim ohne Zig, indem ich nämlich den DSer, hier wird es auch immer schön erklärt, was macht das überhaupt? Und dann kann man hier reinklicken und das dann nochmal feinjustieren. Und da muss halt mit rumprobieren. Das kann man dann auch alles speichern. Ja. Hat mich ein bisschen genervt, dass ich da schon wieder noch ein Programm brauche. Aber das muss dann auch nicht ständig geöffnet sein, sondern kann man danach, habe ich die Einstellung hochgeladen. Meine Einstellung? Nee, also da kann ich einen Screenshot von machen. Aber wie gesagt, also mit meinem Genuschel und so, mit Hintergrundgeräuschen, das musst du einfach selber einstellen. Kann ich die Einstellung nicht hochladen? Keine Ahnung. Wo hochladen? So that's really exciting. I'm excited about what we're learning. With respect to the climate, we got brand new. Ja, dann müsste ich mich hier aber auch anmelden und alles. Kann ja einen Screenshot machen. And their work on the space station. So I'm also excited about plant research going on Space Station. I think that's not only important for future exploration missions, but also to help us Weil die Werte stehen ja hier. Small spaces here on Earth. And also NASA, while doing all of that, is continuing to work towards its ultimate goal of getting to the moon, going back to the moon and sustaining our presence there. A lot of technology at the station. Ja, aber dazu muss halt hier einen Account anlegen und so. Josh Cassada has a statement that he is going to make
It is relatively about Jawohl. his zero-G indicator, which if you saw in the coverage, it was I don't know if it was a baby Einstein, Bob, but it was a little Einstein. It definitely looked like a small Einstein, but we'll Ja, die Puppe ist ein Einstein, eine Einstein-Puppe. Okay. Let's listen in. Again, waiting for astronaut Josh Cassada with a special message. And Dragon, cameras are internal. Special Message vom Chef, vom Piloten. Haben die es nicht gesehen, dass der so Vampirzähne hat? Dragon copies. We are internal with the waistbands off and stand by for the cabin mic check. You see Koichi Wakata is out of his seat. Yeah, this SpaceX Dragon from the cabin mic check. And Koichi, I've got you 5x5. How me? Mike, we have you loud and clear also. Great news, and we're heute ist great der news inside 5. the capsule here. So if you all want to get a chance to talk about your indicator, we'd all love to hear some. Und wie kann ich dir das denn bei Steam schicken? Absolutely, Mike. So, a couple years after he come up with his groundbreaking theory of special relativity, Albert Einstein, in his mind, still had a couple loose ends. Kann ich dir den nicht bei While he was sitting Discord in the schicken? patent office, because he wasn't famous yet, definitely should have been, he had what his happiest thought of his entire life. That thought was, person in free fall doesn't feel their own weight. That thought, along with some others that he built upon, led to general relativity and our understanding of gravitation and curvature of space-time. We're experiencing Einstein's happiest thought continuously, like the International Space Station has been doing for over 20 years. On Crew-5, call this little guy our free fall indicator. We're here to tell you there's plenty of gravity up here. In fact, that's what's keeping us in orbit right now and preventing this trip on a Crew Dragon from being a one-way trip. A little bit like life. We live in the same world, we live in the same universe. Sometimes we experience it in a very different way from our neighbors. We can all keep that in mind. Hopefully we can all continue to do absolutely amazing things, do it together. Well, that was excellent, Josh. We appreciate you all taking the chance to share with us some of those special words and some of the meanings. Oh, cool, okay. Moment. I'll tell you, my crewmates are just happy that we didn't break out a dry erase board and get into more detail. We'll chat lensing later. Wusste ich gar nicht, dass das geht. A message from at this time, astronaut Josh Cassada, the There pilot you of go. Crew-5, and his fellow astronauts and cosmonaut, floating in space high above the Earth as they head to the International Space Station with a special message about Albert Einstein, who is represented there, floating around space as the zero-G indicator, but then also a nod to his theory of relativity. E equals MC squared, I believe, Bob. Well, there are a lot of great things that Ich will so Einstein was Handschuhe haben. responsible for, and I would just Handschuhe say sind that, cool. there are 5 folks experiencing his happiest thought on board the Dragon capsule just right now. Absolutely, and NASA is looking to return humans to the surface of the moon, and this is part of it. The International Space Station. We mentioned some of the Vorarbeiter. efforts in Steht im Titel. going up there. Das war der Launch der We're looking forward to that as well. Some final thoughts, Bob, about SpaceX today.
Crew-5 Mission. Die fliegen zur ISS. Und das ist die 5. Mission von einem Crew Dragon Raumschiff. 8. Orbitalflug. Und bringt 4 Leute zur ISS. Da landen die morgen. Und da gibt es dann wieder verschiedene, wie sagt man, Experimente und so. Eine Geschichte fand ich sehr schräg. Die hatten Pflanzen dabei. Und die Samen der Pflanzen, die schon im Weltraum waren, werden wieder hochgeflogen. Und man will halt sehen, wie die Pflanzen sich dann aus diesen Samen entwickeln und rechnet damit, dass die quasi ein Gedächtnis davon haben, dass die Mutterpflanzen schon mal in der Schwerelosigkeit waren. Gerne, Diego. Aber wie gesagt, ich denke mal, jeder hat der Abstand und alles. Ich weiß nicht. Also wir hatten auch schon ganz krasse Probleme mit dem Mikro. Und dann habe ich einfach mal alles neu gestartet und dann ging es halt wieder. Sonst alles gut? Ja, sonst alles gut. Ich habe eine Überraschung am Freitag. Aber ja, erst am Freitag. Was den Stream angeht, der hört sich etwas blechern an. Das hatten wir auch, blechern. We have a lot to learn, just like I was a test pilot, so when we flew airplanes, we never actually launched the first try. Usually we just taxied down the runway. So we've taken her out to the runway a couple of times now, and we've learned a lot, and I cannot wait to see the most powerful rocket in the world launch going to the moon. Yeah, we're doing a lot of great stuff here, and we're so happy. Ja, die Artemis-Mission steht an, damit wollen sie wieder zum Mond fliegen. Wurde jetzt schon 5, 6 Mal verschoben, leider. Ich kann das hier mal eben wie kann ich das denn jetzt hier? Da muss ich mich selber hören. Ich kann es mal eben schnell demonstrieren. Ja, ne, die Robo-Stimme. Die Robo-Stimme. Ja. Habe ich da schon wieder was erzählt? Ja. Okay, gehen wir mal hier was erzählt. Ja. Okay, gehen wir mal hier was erzählt. Ja. Okay, gehen wir mal hier was erzählt. Ja. Okay, ich höre mich natürlich hier immer wieder. Also so klingt AM Radio. Also so klingt AM Radio. Broadcaster One. Also so klingt AM Radio. Broadcaster One. Also so klingt AM Radio. Broadcaster 2. Broadcaster One. Also so klingt AM Radio.
Broadcaster 2, Broadcaster 1, FM station, Broadcaster 2, Broadcaster 1, FM station. This is FM station. Talking to you from Texas. Station. Talking to you from Texas. Station. Talking to you from hohe Stimme laut, hohe Stimme leise, tiefe Stimme laut, hohe Stimme laut, tiefe Stimme leise, laut und hell. Laute Stimme, leise Stimme, leichter Schliff, Telefon, warm und voll. Und hier siehst du dann auch immer, wie sich die Werte ändern. Und dann habe ich hier halt rumprobiert. Ne? Hier sind tatsächlich noch viel mehr. Zum Beispiel haben sie hier bestimmte Streamer, YouTuber, G2 Shocks, London Spitfire Prophet, TSM Ablase Olive, TSM Dai Quan, TSM Hamlins, TSM Myth, TSM Speaker, TSM Tactical, AM Radio, FM Station. So, und hier hast du halt ganz viele Voreinstellungen und ich habe dann halt irgendwann, bin ich dann bei dem hier gelandet. Das könnte man bestimmt noch irgendwie besser machen, aber ja. Telefon ist krass, ne? Als würdest du, stell mal vor, das würde jemand ausprobieren und würde sich dann vorstellen, die Leute haben früher telefoniert und das hat sich dann so angehört. Also, nein. Telefon klang, als würde man jetzt so, wie wir miteinander reden. Das hat sich niemals so angehört. Niemals. Ja. Hier hast du dann auch nochmal Lautsprecher. Wir hatten damals den Surround Sound ausprobiert. Ich bin immer noch auf Telefon, ne? Ich weiß noch, wie Marco total abgedreht ist. Surround Sound. This is the left channel. Next, we have the center channel. Over here is the right channel. This is the right surround channel. Now, the right rear surround channel. Next, the left rear surround channel. This is the left surround channel. The next sound you'll hear is the LFE channel. Back to the ship now! Now! They're coming in! Step!
Oh oh. Wer weiß, ob das nicht wieder gesetzlich geschützt ist. So, und dann halt einfach wieder so, ne? Genau. Standard. Also das ist einmal Kopfhörer, Mikrofon, Tim ohne Zisch, genau. Hört sich das gut an? Hört sich das gut an oder eher schlecht oder wie? Hört sich das gut an oder eher schlecht oder wie? Hört sich das gut an oder eher schlecht oder wie? Hört sich das gut an oder eher schlecht oder wie? Hört sich das gut an oder eher schlecht oder wie? Hört sich das gut an oder eher schlecht oder wie? Das klingt echt wie Radio, Hört sich das gut an oder eher schlecht oder wie? Hört sich das gut an oder eher schlecht oder wie? Hört sich das gut an oder eher schlecht oder wie? Hört sich das gut an oder eher schlecht oder wie? Hört sich das gut an oder eher schlecht oder wie? Okay. So, und was ist hier los? Vorbei? Now you're looking at a pic of Crew-5. Crew-5 flying aboard the Dragon capsule Endurance, and the booster that you see behind them that they're posing with is a brand new one. Actually was damaged in transit. Ja, scheinbar ist vorbei. Oder? Ja, und was Xerum vorhin ansprach, Tesla, ne, läuft immer noch. Aber da fahren die los. Also jetzt wahrscheinlich nochmal eine kleine Zusammenfassung. Was sind das für Autos? Ford? Sind das Fords? Ja, ne? Steht da? Ne, es sind Teslas. Ich werde ja nicht mehr. Okay. Naja. Ja. Das hier ist auch ein Tesla. Ich habe mal die Schmidti, moin. Bisschen zischig. Das ist aber nur, weil ich zische beim Sprechen. Servus. Oh, was haben die denn hier? Das ist aber kein Tesla, oder? Der Wagen hier? Wurden die nicht immer mit so einem Bus rausgefahren? Hm. Scheinbar nicht. Nicht. Drei Stunden vor dem Launch. Also ich habe so ungefähr eine Stunde vor Launch eingeschaltet. Und die Anzüge sehen aber mittlerweile echt anders aus, ne? Schaut euch das mal an. Also ich glaube, wenn die da irgendwie mal, das habe ich auch noch nicht gesehen, dass da jemand 2 Smartphones direkt hält. Ich glaube, wenn die da irgendwann mal so Roboter reinstecken, das merkt man gar nicht. Einfach so eine Face Mask davor.
Das Logo da ist cool. Und warum fährt dieser gepanzerte Wagen mit? Haben die echt Angst? Der hat doch eine fette Haubitze da drauf. Schweres Maschinengewehr, haben die echt Schiss, dass da... Sieht seltsam aus, ne? Ganz komisch. Aber wenn man mal überlegt, wie die früher aussahen, die Anzüge. Also wenn ich jetzt mal überlege, muss ich mal eben gucken. Ja, wenn ich mal überlege, was wir damals für Anzüge trugen. Also, oder? Das stimmt, ja. Das stimmt wohl. Ja, aber guck mal hier, so völlig aufgebläht. Naja. Und du schwitzt wie bescheuert da drin. Aber die Handschuhe sind cool. Ja. Die Handschuhe sind cool. Jetzt frage ich mich, und wer ist das denn hier? Ja, das könnte natürlich Toyota, ne? Das könnte natürlich irgendein Terrorist sein, die fahren Toyota. Aber nichts passiert. Ich kann nicht, fahren die jetzt über die Autobahn? Hier, auch verdächtig. Dass der da einfach so auf dem Rasen steht. Na, wir haben ja gesehen, dass die weggeflogen sind, also ist da wohl nichts passiert. Aber ganz schöner Verkehr und irgendwie nur schwarz-weiße Autos. Ja, Nicole Mann wahrscheinlich ist der Commander. Heißt das eigentlich nicht Commanderin mittlerweile? Er ist der Pilot. Guck mal, die Zähne von dem. Vielleicht hat er sich die so machen lassen. Koichi Wakata, der war schon zigmal, der war fast schon ein Jahr insgesamt fast im Weltraum. Ja, ne, Schmidi? Ist alles, ne? Ja, sie ist eine Kosmonaut. Sie ist ein Kosmonaut. Eine Kosmonaut. Ich weiß nicht, ob das auf Russisch, die haben 6 Fälle. Aber das hat ja nichts mit Pronomen zu tun. Kosmautika, wahrscheinlich. Kosmonaut. Tja. Kosmonaut. Tja.
Oder Kosmonaut Jeschka. Kosmonaut Jeschka. Ich weiß nicht mal, was Frau auf Russisch heißt. Mädchen ist Djeduschka. Und die Oma diese Puppen ineinander Puppen, das sind die Matolnuschka, glaube ich. Ich googeln. Matolnuschka. Nee, das sind die Matroschka. Was ist dann Matolnuschka? Ah, Großmutter, alte Frau, das ist die Babuschka. Babuschka. Babuschka, das war doch ein Hit von Kate Bush, ne? Matroschka. Mhm. Matroschka sind die Puppen. Babuschka ist die Oma. Djeduschka ist die kleine Mädchen. Und was heißt Frau auf Russisch? Mrs. Glaube ich jetzt nicht, ne? Mrs. Миссис. Was? Миссис. Missiv. Миссис. Missiv. Миссис. Ach, hör auf. Mamuschka. Mamuschka? Mamuschka. Gibt's ja nicht. Das ist ein Restaurant. In Minden. Und es ist polnisch, wenn überhaupt. Und ein Kochbuch. Und dann gibt's noch die Matrioschka. Minden? Nee, das ist, ich hatte einen Onkel da, einen Großonkel. Minden ist, weiß ich gar nicht, was für ein Bundesland, aber so Richtung, so unterhalb von Hannover, Kassel vorbei, Richtung Berlin. So. Etwa. Kann ja mal draußen gucken. Ja, ich denke mal, das hier ist fertig. Ups. So. Ja. Das war wieder sehr interessant. Sehr interessant.
Und hier weiß ich noch nicht, ob ich das nochmal neu baue mit den Hubble-Bildern, beziehungsweise dann mit den James Webb-Bildern. Oder die auf die Rückseite pack und dann kann man einmal so rumgehen und sieht Hubble. Oder geht einmal so rum und sieht dann die James Webb-Bilder. Muss ich mal gucken. Ja. Ich meine, da ist ja immer noch so ein bisschen der Reiz dabei, dass das, wenn es live ist, dass das vielleicht in die Luft fliegt oder so. Aber, ja, ne. Natürlich wünscht man sich nicht, ne? Wünscht man sich nicht. Der Reiz. Der Reiz. Nicht der Reiz, die Spannung. Ne, wollte ich auch nicht sehen. So meine ich das nicht. Nicht, dass ich jetzt gebannt werde hier. Schmidti, wenn du meinst, was das hier ist, das ist mein Hubble beziehungsweise mein Messier-Katalog. Charles Messier war ein Astronom aus dem 17. Jahrhundert. Er hier. Und der hat angefangen, einen Katalog von Nebeln und Sternhaufen zu machen. Also wo er halt festhielt, welche Kometen oder so er sah und Nebel und Sternhaufen, um den Leuten, die das auch machten, die Arbeit zu erleichtern. Und das hier ist zum Beispiel M104, die Sombrero-Galaxie. Das wusste er damals noch nicht, dass es Galaxien sind. Und hat dann halt angefangen, das alles festzuhalten und hat den Namen gegeben von M1 bis 110, glaube ich. Ging los mit dem Crab Nebula. Das ist der hier. Und genau, M1. Und ja, da habe ich halt hier Bilder vom Hubble-Teleskop. Hier steht, wo man den sehen kann. Bisschen was dazu. 1054 haben haben chinesische Astronomen einen zweiten Stern gesehen. Also ein Stern. Was sie nicht wussten, das war eine Supernova. Und das war halt dieser Nebel. Und dann geht es hier quasi lang. Das hier müsste Messier 2, 7. Wieso 7? Jetzt habe ich hier extra den Weg gemacht. Okay, also wenn wir uns hier auf dem Weg bewegen, dann ist das hier M2. Okay. So. M2 ist oberhalb vom Wassermann Sternbild. Und ja, das ist ein Sternhaufen.
Und jeder dieser Punkte hier ist ein Stern, wie unsere Sonne. So. Okay, Kratze. Dann nochmal danke für alles. Bis später. Dann kommt hier M3. Dann kommt hier M4. Und so geht es dann immer weiter. Immer diesem lila Weg hier folgen. Genau. Vielleicht könnte man das auch, weiß nicht. So, und so geht es dann halt immer hier rum. Wenn ich hier kein Bild habe, dann deswegen, weil Hubble da kein Bild von hat. Warum auch immer. Da sind halt Bilder dabei, wo man denkt, wow. Jedes dritte Bild sieht irgendwie so aus. Kassel ist jetzt Hessen. Okay. Ja, Kassel. Kann man mal vorbeifahren. Die haben dieses wunderschöne Schloss. Ja, und das ist die A7, genau. Da ist Münden. Ah ja, genau. Minden zwischen Bielefeld und Hannover. Genau. Habe ich mal Kerbal Space Program gespielt? Nee, nie. Das stimmt auch, ja. Aber wie heißt denn das? Wilhelmshöhe ist das, glaube ich, ne? Und unten die Löwenburg. Sehr schick. Sehr schickes Ding. Nordosten von Nordrhein-Westfalen. Ostwestfalen. Ist doch noch Nordrhein-Westfalen sogar, ja. Okay. Deswegen war ich so ein bisschen irritiert. Genau. Das ist halt von Köln aus oder Ruhrpott hinter Bielefeld. Auf halber Höhe zwischen Bielefeld und Minden. Hannover. Bielefeld, Hannover, Minden. Schönes Wetter da. 17 Grad. Okay. Weiß ich nicht, Schmidi. Ich habe mir tatsächlich auf der Xbox was, ich glaube, Ähnliches installiert. Und zwar Next Space Rebels. Next Space Rebels. Und das ist eher so
So, keine Ahnung, Elon Musk, Jeff Bezos mäßig. Da bauen Leute eine Rakete in der Garage, um Funding zu bekommen, verbreiten sie ihren Stuff auf Social Media und je mehr Likes du bekommst, desto mehr Kohle bekommst du und kannst du dann halt Zusatzteile kaufen. Und das scheint ziemlich, wie sagt man? Also es ist so ein bisschen wie Kerbal Space Program. Und du hast so Missionen, wo die du Aufgaben, die du erfüllen musst. Und das scheint auch recht schwierig zu sein. Also erstmal skizzierst du das alles, dann lässt du das halt, dann baust du es zusammen, lässt das fliegen. Und ja. Wollte ich mir mal angucken. Ist jetzt, hier ist ein Trailer. In case you've been living in a cave, the space race is on. They assume space is a playground for the rich, and they can shut us out. They are wrong. This is our moment, the birth of a new digital future. Together we can democratize space and launch a vigilante DIY internet, one that we build, launch, and own ourselves. Let's reboot the internet once and for all! Mal gucken, wie das ist. Ich habe ja auch nie Zeit, irgendwas zu machen. Ich habe den Game Pass, genau, ja. Weiß gar nicht mehr, wann das war. DLR ist halt in Köln und die machen ab und an einen offenen Tag der Tür und wie man sehen kann, ist das sehr lange her, als ich noch gut aussah. Xbox, da steht irgendwas von verlängern, aber das wird halt Game Pass. Habe ich mir eigentlich nur geholt, um Horizon 5 mal auszuprobieren. Aber ich spiele da zum Beispiel auch No Man's Sky drüber, glaube ich. Oder? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Und das war dann die ersten 3 Monate, kostete das, ich glaube, 1 Euro. Und jetzt kostet's 10er. Und dank euch oder Kratze Oh, okay, aber ist halt kein Crossplay-Brain. Und deswegen habe ich mir Fallout auf dem PC nochmal gekauft, oder? Ja. Also bei Steam. Oder habe ich das geschenkt bekommen? Aber wie gesagt, ist halt kein
Crossplay. Oder wie meinst du jetzt? Also ich könnte mir jetzt hier im Game Pass First holen. Ja. Damit ich mit den anderen zusammenspielen konnte. Stengi hat sich das ja auch extra geholt für Steam oder über Steam. Wo ich jetzt gerade Grounded sehe. Was ist denn mit Grounded? Vorteile. Ist Grounded Crossplay? Kann das sein? Xbox? Multiplayer plattformübergreifend? Koop plattformübergreifend. Das hatten wir ja mal gespielt an einem Free Weekend. Atego, ne? Wir hatten das gespielt. Oder war das nicht sogar eine Week? Weiß ich nicht mehr. Ja. Andromeda. Irgendwann fahren wir da mal hin. Was war das jetzt? Wissen wir nicht. Scorn. Was ist das? Scorn? Adlernebel. Oha, doch Terroristen. Siehst du? Habe ich doch gesagt.
Stiefel sehen ein bisschen komisch aus, ne? Wie so Reiterstiefel irgendwie. Zugang. Das war die Russin links. Da hat man auch überlegt, wegen der aktuellen Lage in der Ukraine, ob man die mitfliegen lassen will oder nicht. Aber auf der ISS ist halt immer auch ein Russe oder eine Russin dabei. Naja. Fehler zu scoren, ne? Okay. Was haben wir hier? Ah ja, hier hole ich mir immer meine Texturen. Da gibt es jeden Tag eine Textur umsonst. Für ja, 3D-Objekte. Und wichtig ist hier, dass die immer seamless sind. Also wenn man die aneinander macht, dass die halt ineinander übergehen. Genau. Seamless Textures. So, und die sind hier also die sind halt wirklich für 3D-Editoren, brauche ich eigentlich gar nicht. So, das sieht dann zum Beispiel so aus. Nehmen wir mal sowas hier. Und die gibt es dann in total hohen Auflösungen, brauche ich gar nicht. 4000 mal 4000. Aber wie ich immer sage, also Texturen sind die halbe Miete. Hab schon ein paar Mal gefragt, warum macht eigentlich keiner für 7 Days irgendwie mal so 500 Texturen? Und die sagen aber alle, das sei super schwierig, das da einzubinden. Also fast unmöglich. Warum auch immer. Hier ist es sehr einfach. Gehen wir mal zum Beispiel hier. Hier zum Beispiel der Boden. Das ist dann so eine Textur. Und dieses Seamless bedeutet halt,
naja, dass das mehr oder weniger ineinander übergeht. Oder die Wände genauso. Schwarzer Stein. Und dann hier die Kante. Aber irgendwie keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht mal, was der Code hier bedeutet. Aber könnt ihr ja abfotografieren. Köln wird schon dunkel. Halb acht. Ey, halb acht. Okay. Oder hier hatte ich zum Beispiel in Rust mal Screenshots gemacht und versucht halt die Texturen quasi zu kopieren, um dann hier quasi irgendwas zu bauen, was dann aussieht, als hätte ich das in Rust gebaut, aber ja, nicht wirklich. Wäre schön, wenn ich die einfach da rausholen könnte, um dann hier irgendwas damit zu bauen. Hier meine James Bond Filme. Wusstet ihr, dass die James Bond Filme jetzt Amazon gehören? Weil die Firma gekauft haben, die mit dem Löwen, MGM. Ja. Ja, und von wegen Headset, irgendwann muss ich mir mal, ja, also ich wollte mir halt kein Mikrofon. Hörst du zum ersten Mal? Die haben 8 Milliarden bezahlt für Metro Goldwyn Mayers. Ja. 8 Milliarden. Glaube, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Und damit eben auch sämtliche James Bond Filme. Das heißt, Amazon dreht den nächsten Bond.
Da läuft gerade das Casting für. Aber das Problem ist, der oder die, weiß man nicht, Schauspielerin müsste sich dann für 12 Jahre verpflichten. Und wenn man von James Bond irgendwas weiß, dann, dass der sich nicht verpflichtet. Snoop Dogg macht eine Sport-Comedy-Serie bei MGM. Neue Addams Family. Und ja, das ist, finde ich, ganz interessant. Da gibt es eine neue Serie, Ring Nation, eine Show, in der quasi Videos von Überwachungskameras an der Haustür gezeigt werden. Ja. Das Ding ist einmal, also gezeigt wird das bei MGM Television. Nennt sich Ring Nation und Ring heißt dieses Überwachungssystem, das Amazon ebenfalls gekauft hat für 1 Milliarde. Das heißt, das ist eine Dauerwerbesendung für diese Kameras mit Material, also realem Material, das die Leute, die sich so eine Kamera installiert haben, an Amazon schicken, von wegen hier, das könnt ihr mal zeigen. Und dann sieht man halt, Next Space Rebels ist im Game Pass, ja, Schmidti. Das ist im Game Pass. Deswegen, wie gesagt, ich habe ja den Game Pass und das ist da drin. Genau wie Medieval Dynasty. Mal gucken, ob ich das schaffe, mal zu spielen. Ne? Genau. Ring Nation. Und ja, das Problem ist bei Ring Nation, dass die Leute die gezeigt werden, irgendwie ein UPS-Paket, Lieferdienstmann, die werden gar nicht gefragt. Ne?
Und die haben eh schon Stress, also Amazon mit diesen Ring Doorbells, weil wenn die Polizei sagt, wir brauchen mal euer Material, wir brauchen mal euer Footage, äh, da sagt Amazon dann auch nicht nein. Und Amazon sagt, oder die Gegner sagen, diese Kamera und auch Mikrofone, die sind so gut, dass man auch quasi bei den Nachbarn gegenüber ins Haus, in den Garten reingucken könnte, auf die Straße sowieso und könnte da auch zuhören, was Leute erzählen. Ja, und hat aber bisher eher dazu geführt, dass die halt noch mehr kostenlose Werbung eigentlich bekommen für diese Ring-Kameras. Und diese Wanda Sykes, die das moderieren soll, ehemalige oder Komikerin, irgendwas war mit der, die hat sich dann irgendwann geoutet und eine Frau geheiratet, nachdem sie ursprünglich mit einem Plattenproduzenten verheiratet war in den 90ern. Irgendwas war mit der. Spricht auch eine Rolle in Tiny Tina's Wonderlands. Weiß nicht mehr. Okay. Weiß nicht mehr, was mit der war. Aber sehr interessant. Also. Brain. Ghost Gamer, moin. Ne? Medieval Dynasty ist im Game Pass. Hier, ich hab's, also wie gesagt, ich habe den Game Pass und Medieval Dynasty, Mutti allein zu Hause hatte das ja kürzlich angefangen. Dings spielt das jetzt auch schon eine Weile, Sleep Cap Mike. Und da habe ich gedacht, ja komm, dann gucke ich da auch mal rein. Aber ihr seht's ja, ich schaffe es nicht. Next Space Rebels gibt es auch im Game Pass. Und was gerade ganz viel spielen wollen, zumindest, ist A Plague Tale Requiem, weil dann der neue Teil rauskommt. Jetzt Mitte Oktober, Ende Oktober. Und wie gesagt, ich hatte mir das eigentlich nur geholt wegen Forza 5.
genau. Forza 5, NFS Heat gab es jetzt gerade kostenlos bei Steam. Und Evolution 2 haben die hier auch? Echt jetzt? Okay. Hatte ich immer mal ein Auge drauf geworfen, als Stenge das spielte. Medieval Dynasty. Da oben hast du ein Suchfeld. Da gibst du Medieval ein und dann steht hier Spielen mit Game Pass. Medieval Dynasty. Gar nicht so schwer. Vielleicht hast du es falsch geschrieben, aber du hast es ja hier auch richtig geschrieben. Medieval. Was ich auf jeden Fall auch auf dem Schirm habe hier, weil ich mal spielen wollte, ist SnowRunner. Ich hatte Mud Runner bei Steam mal probiert. Da bin ich im Tutorial schon hängen geblieben. Sprichwörtlich. Mit dem LKW. Im Wald, im Matsch. Und kam auch mit der Steuerung irgendwie gar nicht klar. Und hatte gedacht, SnowRunner vielleicht mal, weil das kann man ja irgendwie auch mit mehreren spielen. Und wenn ich da festhänge, dass mich dann jemand rausziehen kann. I don't know. Und sonst? Ja, wisst ihr eigentlich nichts. Ich habe so viel Odyssey. Wo habe ich das letztens für lau bekommen? Weiß ich gar nicht. Epic vielleicht. Bestimmt, ne? Aber Grounded wäre vielleicht noch interessant, weil ich habe gesehen, SnowRunner ist er auch. Okay. Knock ist wieder zu Hause und der hat heute Grounded gespielt. Was würde mich denn noch interessieren? Chorus von meinem Ex-Chef, die hatten gerade deutsches Spiel, die hatten irgendwie einen Preis dafür bekommen. Ganze Halo-Reihe. Command & Conquer, echt? Okay. Crisis, Battlefield, Burnout, Dead Space 3. Evil Genius ist eigentlich ziemlich lustig. Hier ein Trailer.
Wieso geht denn das nicht größer? Wieder Millionen DLCs. Also die Grafik gefällt mir sehr gut. Ist halt so Comic. Und dann muss er halt so eine Base bauen und dann halt die Welt übernehmen. Ja, ne? Ist das Evil Genius? Bei YouTube gibt es einen Gaming, also natürlich ganz viel, aber einen, den ich ganz gerne gucke, Raptor. Und der spielt viel solche Aufbau, Strategie, Spiele. Bei dem hatte ich dann eine Weile zugeguckt. Fand ich ganz schick. Jurassic World. Ich denke, ihr hatte das ja mal gespielt und da wollte ich jetzt auch keine 70 € für ausgeben. Aber das hier ist der zweite Teil. So, this is the world we made. Despite everything that we've witnessed, we just can't resist playing God. We fool ourselves into believing that if we could go back in time, we'd make better choices, wiser decisions. Maybe this time, we'd just let nature take its course and resist our compulsion to control it. But no, that's not in our nature, is it? Out here in the wild, chaos is in control, and chaos always finds a way. The question now is, where will it take us next? Okay. Das ist von Universal, nicht von MGM. Ob die das Hotel gekauft haben, weiß ich nicht, ob das mit dazu gehörte. MGM Hotel in Las Vegas. Aber ja, von Ben Hur über den Zauberer von Oz,
On the Town, Asphaltdschungel, Amerikaner in Paris, You Are My Lucky Star, Singing in the Rain, Forbidden Planet, High Society, Der unsichtbare Dritte, Die Zeitmaschine, Meuterei auf der Bounty, Dr. Zhivago, Grand Prix, Dirty Dozen, 2001, Chef, Westworld, Network, Platoon, Fisch namens Wanda, Robocop, Thelma und Louise, Stargate, Rosarote Panther, die neuen, James Bond Filme, Der Hobbit, die Reihe, alles von Metro-Goldwyn-Mayer. Das gehört jetzt alles Amazon. Das heißt, 8,45 Milliarden, sorry. Epix haben sie auch gekauft. Okay. $1,28 Milliarden. Ja, kriegt man alles gar nicht so mit, ne? Aber das bedeutet, dass man dann die James Bond Filme demnächst bei Amazon Prime Video gucken kann, denke ich mal. Der feiert gerade 60 Jahre. James Bond. Die erste war ja Casino Royale. Und das Witzige war, dass David Niven, eigentlich war das eine Parodie auf die Bond-Filme. Aber das ist auch, glaube ich, tatsächlich der erste Roman gewesen. Von 1967. Genau. Titel, erster Bond-Roman von Ian Fleming. Und da waren so krasse Stars dabei. Peter Sellers, Ursula Andress, David Niven, Orson Welles, Dahlia Lavi, Woody Allen, Deborah Kerr, damals ziemlich bekannt, William Holden, Charles Boyer, Jean-Paul Belmondo. Und manchmal hatten die irgendwie nur 2 Minuten in dem Film oder so. Jacqueline Bisset. Richtig fett. Peter O'Toole. Einer der geilsten Bond-Filme, finde ich, wo Bond eigentlich schon in Rente ist.
Genau. Guter Film. Guter Film. Ja, und hier muss ich mal gucken. 9 Gigabyte. 9 Gigabyte. Mir wird es nämlich schon wieder eng mit Speicherplatz. Da muss ich wieder irgendwas löschen. Die Animation der Tiere sah nicht so gut aus. Ich finde eigentlich schon ziemlich... Nee. Ich habe genau darauf habe ich nämlich vorhin geachtet, Ghost Gamer, und dachte, die Autos sahen ein bisschen komisch aus. Aber die Tiere, das ging so. Tiere gingen so. Ich weiß auch nicht, Flugsimulator habe ich auch schon geguckt. Weil das ist ja die aktuelle Version und die ist schon ziemlich fett. Also ich meine, guck mal, es sieht ja fast aus wie aus dem Film. Aber da brauchst du, das sind 130 Gigabyte. Klar. Und bei mir sieht das ist bestimmt nicht so eine Qualität. Aber Bock hätte ich schon mal. Bisschen rumfliegen. Ich weiß gar nicht, warum Dan, wo der geblieben ist, warum der nicht mehr streamt. Der hat das ja auch gespielt. Mit so einem Wasserflugzeug, genau, mit so einer Cessna einfach nur durch die Gegend zischen. Das wäre mir viel zu schnell. Am geilsten sogar noch einfach mit einem Hubschrauber. Am liebsten fliege ich Hubschrauber, weil da kann man einfach irgendwo runtergehen, stehen bleiben in der Luft und so. Das ist Hubschrauber mag ich am liebsten. Tja. Was werde ich als nächstes spielen? Ja, gute Frage, gute Frage, gute Frage. Blatt 5 gibt es hier auch. Alien habe ich auch installiert, Isolation. Ja, Origins. Was war denn Origins? War das in Griechenland? Ägypten? Nee, da bin ich immer noch bei Teil 3. Da bin ich immer noch bei Teil 3. Spor. Spor.
Ist das Spur? Da gibt's so eins, da gibt's ein Spiel, da fängst du so als Amöbe an. Was ist das denn noch? Falls jemand mal Lust auf Daisy hat, das habe ich mir installiert. Weiß nicht mal, wie das hieß. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube, das war auch gar kein Steam-Spiel. Irgendwas mit T. Oh Mann, allein die Spiele, die Katze mir geschenkt hat und Chaimin. Kommt zu nix. Okay. Ich würde mal sagen, dann skip ich hier mal. Bestimmt Amiga. Okay. Spider spielt. Stimmt, irgendjemand Knorke spielt. Conan, ich glaube, Bully hat einen neuen Conan-Server aufgesetzt. Boah, kann ich das irgendwie verlinken? Kann man das irgendwie verlinken? Geben. Kannst du nicht da oben einfach Medieval eingeben, Brain? Guck mal, hier steht's fett. Enthalten in Game Pass. Enthalten in Game Pass. Kann doch nicht so schwer sein. Oder gib einfach mal Dynasty ein.
Ja. Suchergebnis für Dynasty spielen mit Game Pass. Haben sie dich da vielleicht gebannt? Darfst du das nicht spielen? Ist das ab 16? Diese bei Schmidti wird es auch angezeigt. Fast morgen nochmal. Wenn sie morgen ist, es dann wieder da. Oh, Moment. Requiem ist ja das Neue, ne? Innocence, Unschuld war der erste Teil, genau. Das war der erste Teil. Haben die auch irgendwie ein Ding von wegen bald nicht mehr verfügbar? Nee, ne? Oh, doch, hier. Hm. Also wie aus so einem Heavy Metal Ding. Aber in Kürze nicht mehr verfügbar. Sable. Okay. Ich bin jetzt erstmal auch nicht mehr verfügbar. Aber ich glaube, ich werde gleich noch ein bisschen dingsen.
buddeln. Vielleicht noch ein bisschen buddeln. Gain. Wieso habe ich denn hier keinen Sound? Schöner, schwarzer, heißer, schöner Kaffee, Scheiße. Man kann auch Milch reinschütten. Schwarzer, Junge. Der ist doch nicht mehr schwarz, wenn du Milch da rein tust. Jo. Euch noch einen schönen Kratze, Kaffee. So. Ich sehe das gerade, PC 18 Plus. Ich hatte ja immer dieses kleine Emoji drin mit 18 durchgestrichen. Und dann meinte Harrow, glaube ich, von wegen, das ist doch nicht ab 18, das ist doch eigentlich genau das Gegenteil. Aber ich habe vorhin mal nachgeguckt und das ist ganz offiziell nicht für unter 18-Jährige geeignet. Emoji. Aber ich finde, er hatte ganz recht von wegen diese durchgestrichene 18, das heißt doch eigentlich, dass das nicht für 18-Jährige ist. Ich weiß nicht. Ich habe es jetzt so gemacht, ich schreibe dann im Titel immer 18 plus. Ja, danke ich euch fürs Zuschauen. Die Astronauten, denkt mal an die. Die sind jetzt da oben unterwegs, fliegen zur ISS. Hoffen wir, dass da alles gut geht. Morgen docken die an. Noch, ungefähr Runde 26, 27 Stunden. Vielleicht gibt es auch nochmal einen Livestream. Krass genug, ne? Ein Livestream von einer Raumstation. Gibt's auch. Außer die ist auf der anderen Seite. Also auf der Nachtseite? Weiß ich gar nicht. Vielleicht auch da unten. Es könnte auch sein, dass die gerade da ist. Genau. Ja. Also auf jeden Fall draußen. So, hatte mir das eigentlich schon lange abgewöhnt, oben zu sagen, sondern habe immer draußen gesagt. Aber, ja. Okay, danke ich euch fürs Rumkommen, Interesse. Mich gewundert, dass fast 10 Leute zeitweise da waren. Wenn ich ja einfach nur blöd vor der Cam sitze.
Livestream hättet ihr auch selber gucken können bei YouTube. Aber urheberrechtlich darf man das halt zeigen. Das ist das Gute. Und da ich letztens meinen ersten YouTube-Strike wegen Copyright kassiert habe, nach 14 Jahren, möchte ich da ein bisschen aufpassen jetzt. Noch mehr noch. Schmidti, danke. Auch euch einen schönen Abend. Vielleicht habt ihr ja Lust, wenn ich gleich noch ein bisschen buddel. In 7 Days. Vielleicht fange ich aber auch noch mal in Endzone an. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich wünsche euch was. Falls wir uns nicht mehr sehen. Ja, gute Nacht bestimmt nicht. Außer du gehst schlafen. Echo, Mat. Ich habe dich auch schon mal gesehen, oder? Aber lange nicht mehr. Ich gehe nicht schlafen. Wenn ihr schlafen geht, gute Nacht. Und vielleicht aber auch nochmal auf gleich. Mal gucken. Oder vielleicht gucke ich mal bei Conan rein. Ich frage Knorke gleich mal. Leidenschaftlicher Tailurker. Ich glaube, du hast letztens ein Abo geschenkt bekommen. Kann es sein? Von Mine. Das könnte sein. Conan, bist du auch gerade? Ich frage Knorke mal. Ja. Vielleicht kann ich da nochmal mitspielen. Schauen wir mal. Anfang ist ja immer schön. Echo, sorry. Ich weiß ja, ob du die ganze Zeit dabei warst. Ich mache einen kurzen Break. Mal eben nach Essen gucken. Und ob jemand zu Hause ist oder ich den Katzen noch was gebe. Und dann bin ich gleich nochmal da. Danke Kratze für die Abos. Und ja, vielleicht auf später. Bye. Jetzt muss ich hier